Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In ihrem berührenden Buch »In meinem Herzen steckt ein Speer«. Das Jahr, das alles veränderte, nimmt Anja Kaspari die Leser mit auf eine zutiefst persönliche Reise durch das wohl herausforderndste Jahr ihres Lebens. Die bekannte Musikjournalistin schildert, wie sie den Krebstod ihres geliebten Mannes verarbeiten musste und gleichzeitig versuchte, ihr eigenes Leben und das ihrer Familie weiterzuführen. Kaspari gewährt einen schonungslos ehrlichen und zugleich empathischen Blick auf die Zerbrechlichkeit des Lebens, existenzielle Ängste und den Umgang mit Verlust. Dabei spart sie nicht an emotionalen Details und teilt auf offene Weise ihre Gedanken, Zweifel und Hoffnungen. Das Buch spricht alle an, die selbst schwierige Lebenskrisen bewältigen mussten oder Ähnliches durchmachen. Es ist ein Plädoyer für Offenheit und Resilienz. Kasparis authentische Stimme gibt Halt und Trost zwischen den Zeilen. Ihre Geschichte hilft, Schmerz zu benennen, sowie Licht und Hoffnung im Dunkel zu finden, ohne die Realität des Verlustes zu beschönigen. Mit großer Sensibilität schreibt sie über Liebe, Sterben, Trauer und den mühsamen Prozess, wieder ins Leben zurückzufinden. Dieses Buch ist keine bloße Erzählung vom Sterben, sondern ein Dokument von Liebe, Stärke und Menschlichkeit im Angesicht des Unvorstellbaren. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Der Beginn des Albtraums. Diagnose und Umgang mit Krebs. Das Buch beginnt mit der niederschmetternden Diagnose: Anja Kasparis Ehemann erhält die Nachricht, dass er an Krebs erkrankt ist. Dies markiert nicht nur einen Wendepunkt in ihrem gemeinsamen Leben, sondern stellt alles, was bisher als selbstverständlich galt, in Frage. Kaspari schildert die ersten Reaktionen, die innere Zerrissenheit zwischen Hoffnung und Angst und die Bemühungen, Normalität aufrechtzuerhalten. Sie beschreibt eindringlich den Spagat zwischen Alltag und Ausnahmezustand, der mit der Krankheit einhergeht. Besonders ehrlich geht sie auf die Kommunikation mit den Ärzten, Freunde, Familie und insbesondere mit den eigenen Kindern ein. Der Umgang mit der Krankheit erfordert eine enorme emotionale Kraft und zwingt zu einem neuen Blick auf Leben und Sterben. Zweitens: Partnerschaft, Liebe und Abschied. Der Umgang mit Verlustangst. Ein zentrales Thema des Buches ist die Partnerschaft, die durch die Krankheit auf eine harte Probe gestellt wird. Anja Kaspari schildert, wie sich ihre Liebe verändert und wie intime Momente, Nähe sowie Gespräche über den bevorstehenden Tod die gemeinsame Zeit prägen. Die Autorin macht ihre Verlustängste greifbar und hält die Leser nicht nur an der Oberfläche, sondern nimmt sie mitten hinein in ihre Gefühlswelt. Besonders bewegend sind die Reflexionen über gemeinsame Erinnerungen, das Festhalten an Alltagsritualen und der Versuch, Würde und gegenseitigen Respekt bis zuletzt zu bewahren. Durch offene Gespräche wird deutlich, wie wichtig Ehrlichkeit für beide Partner ist. Sie erlangen neue Tiefe durch die Konfrontation mit dem Abschied. Drittens: Der Abschied und das Sterben als bewusster Prozess. Anja Kaspari nimmt den Leser mit auf den letzten Weg ihres Mannes. Sie beschreibt nicht nur die medizinische und organisatorische Seite des Sterbeprozesses, sondern insbesondere die emotionalen Herausforderungen. Der bewusste Abschied zieht sich durch viele kleine und große Momente. Das Loslassen von gemeinsamen Träumen, die letzte gemeinsame Musik, der stille Blick oder das endgültige Abschiednehmen am Sterbebett. Kaspari berichtet, wie sie versucht, klare Abschiede zu schaffen und nicht im Schmerz zu versinken. Hier werden Fragen nach Sinn, Spiritualität und der Bedeutung von Ritualen lebendig. Das Kapitel zeigt auch die Hilflosigkeit und Wut angesichts des Todes, aber auch die Liebe, die über den Tod hinaus Bestand hat. Viertens: Der Umgang mit Trauer und die Suche nach Neuorientierung. Die Zeit nach dem Tod ihres Mannes steht für Kaspari ganz im Zeichen der Trauerbewältigung. Sie zeigt auf, wie unterschiedlich Trauer sich anfühlen kann, von lähmender Leere, Wut, Schuldgefühlen bis zu einem unermüdlichen Lebenswillen.
Die Autorin setzt sich intensiv mit den gesellschaftlichen Anforderungen an Trauernde auseinander und erläutert, wie sie eigene Formen des Gedenkens und Erinnerns gefunden hat. Therapien, Gespräche mit Freundinnen, aber auch das Schreiben helfen ihr, den Schmerz zu verarbeiten. Es ist ein Prozess voller Rückschritte, aber auch kleiner Erfolge. Wichtig ist ihr, der Trauer Raum zu geben und eigene Rituale zu entwickeln, um Stück für Stück in einen neuen Alltag zu finden. Schließlich Stärke, Resilienz und die Bedeutung des Weiterlebens. Der wichtigste Aspekt des Buches ist vielleicht das Erwachen neuen Lebensmutes. Caspary zeigt, dass Resilienz nicht bedeutet, Schmerz zu verdrängen, sondern ihn anzuerkennen und trotzdem einen eigenen Weg weiterzugehen. Sie beschreibt, wie sie neue Kraftquellen entdeckt, in ihrer Mutterrolle, ihrer Arbeit als Musikjournalistin, in Freundschaften und Kunst. Es wird deutlich, dass Trauer und Glück nebeneinander stehen können. Die Autorin hinterfragt gesellschaftliche Vorstellungen von Lebensbewältigung und setzt der Mutlosigkeit ihre Offenheit und Stärke entgegen. Sie macht Mut, nach schwerem Leid dennoch an die Erneuerung und eigene Entwicklung zu glauben und gibt Hilfestellung, wie sich Lebensfreude trotz großen Verlusts zurückerkämpfen lässt. Zusammenfassend: Anja Casparys Buch richtet sich an all jene, die sich mit dem Verlust eines geliebten Menschen auseinandersetzen, an Betroffene, Hinterbliebene, aber auch an Angehörige und Freunde, die unterstützen wollen. Ebenso profitieren Personen, die sich mit existenziellen Lebensfragen beschäftigen oder sich für die menschliche Seite von Krankheits- und Trauerprozessen interessieren. Das Buch bietet keinen erhobenen Zeigefinger, sondern lässt die individuelle und ehrliche Auseinandersetzung mit Schmerz und Hoffnung zu. Casparys authentische Sprache und die offene Darstellung verleihen dem Werk eine besondere Tiefe und Glaubwürdigkeit. Wer sich oft fragt, wie er in tiefen Krisen bestehen oder mit Verlust umgehen kann, wird hier Antworten, Anregungen und Zuspruch finden. Im Unterschied zu vielen anderen Büchern zum Thema Trauer und Krankheit überzeugt. In meinem Herzen steckt ein Speer durch seine schonungslose Ehrlichkeit, Nähe zur Realität und gleichzeitig Trost, spendende Hoffnung. Die Autorin schöpft ihre Kraft aus ihren persönlichen Erfahrungen und öffnet dadurch Türen auch für andere, über eigenes Leid und eigene Stärke sprechen zu können. Der Kauf dieses Buches lohnt sich, weil es nicht nur ein Sachbuch oder Ratgeber ist, sondern eine Einladung, sich selbst in schwierigen Lebensphasen besser zu verstehen und Hoffnung auf Heilung und Weiterleben zu schöpfen. Wenn Sie unterstützen möchten, Anja Caspary, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.